Zur letzten US-Wahl berichtete Corey Goode, den wir in einem früheren Beitrag erwähnten, unter Berufung auf seine Kontakte in der Allianz des positiven Militärs in den USA, White Hats, dass das Militär nach den betrügerischen Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahlen einen Rat gebildet hat, um Beweise für ausländische Einmischung zu sammeln. Eingeweihte wissen, dass es sich dabei um die Beeinflussung des Wahlergebnisses durch die Kabalen handelt, die ihr Vermögen hauptsächlich in China, Italien und Deutschland haben. Der Forscher David Wilcock berichtet, dass seine Quellen in der White Hat Alliance erklärt haben, dass sie in dieser Situation nicht bereit sind, in die Politik einzugreifen und einen Militärputsch zu inszenieren, solange nicht etwas wirklich Erstaunliches passiert. Die laufenden Neuauszählungen in wichtigen Staaten müssen genau beobachtet werden. Es ist sehr gut, dass in letzter Zeit verstärkt auf die Gefahren der Einführung künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft hingewiesen wird. Corey Goode warnte, wenn sich die Bevölkerung erst einmal mit Naniten und Chips ausgestattet hat, ist die Zivilisation verloren. Die künstliche Intelligenz wird in der Lage sein, Gedanken zu lesen und das Verhalten und die Realität eines jeden zu kontrollieren. So prognostizierte Wladislaw Surko, ehemaliger Assistent des russischen Präsidenten und stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung für Innenpolitik, in der Tat der Autor und Schöpfer der aktuellen politischen Struktur des Landes, dass die derzeitigen Bedingungen der Digitalisierung und Robotisierung des politischen Systems unweigerlich zur Entstehung einer Hightech-Staatsform führen werden, einer menschenlosen Demokratie. Er führte weiter aus, in Zukunft wird der menschliche Faktor immer weniger wichtig sein, seine Rolle im politischen Prozess könnte stark reduziert oder ganz abgeschafft werden. Anführer und Menschenmengen werden allmählich die historische Bühne verlassen. Maschinen werden die Bühne erobern. Die menschenlose Demokratie wird die höchste und letzte Form menschlicher Staatlichkeit an der Schwelle zum Maschinenzeitalter sein. Die Hierarchie der Maschinen und Algorithmen wird Ziele verfolgen, die jenseits des Verständnisses der Menschen liegen, die ihr dienen. Er verwies auf das Konzept des kanadischen Philosophen Marshall McLuhan, der Maschinen als eine Art Verlängerung des Menschen und eine Erweiterung seines Körpers und seiner Organe ansah, sowie auf die umgekehrte Idee, dass die Maschine eine menschliche Ausgeburt ist, die sich von ihm zu trennen sucht. Die Zukunftsstrategen der Sberbank sagen voraus, in naher Zukunft wird es populär werden, Fitness-Tracker, Nachtsichtgeräte, Navigationsgeräte und andere Geräte zu implantieren, die nicht notwendig sind, aber die Lebensqualität verbessern. Zum Beispiel haben die Menschen, im Tausch gegen Bequemlichkeit, durch das ständige Tragen und Benutzen von Smartphones bereits freiwillig alle Informationen über sich selbst an die Konzerne, Kabal, weitergegeben, ihre Gesundheit und Finanzen, ihre Gewohnheiten, ihre Ansichten und so weiter und so fort. Sie wissen alles über dich, du weißt nichts über sie. Sind Sie bereit, Ihre Nutzung von Smartphones erheblich einzuschränken und sie nur dann mitzunehmen, wenn es absolut notwendig ist? Ist es so lohnenswert, Ihre Wahl den ersten Zeilen einer Suchmaschine und dem Computer anzuvertrauen, um die Ergebnisse Ihrer Wahl zu bestimmen? Müssen Sie alle Ihre Aufgaben in den Google-Kalender eintragen und alle Ihre Stories auf Instagram? Brauchen Sie praktische Apps, die alle Ihre Informationen verfolgen und weitergeben? Und Geräte wie intelligente Gegensprechanlagen und Lautsprecher? Müssen Sie Ihr gesamtes Bargeld in elektronisches Geld umtauschen und in Banken aufbewahren und die meisten Einkäufe mit einer Karte bezahlen? Oder ist es auch möglich, dies auf Fälle extremer Notwendigkeit und großer Sparsamkeit zu beschränken? Ein Insider der positiven Allianz geheimer Raumfahrtprogramme Corey Goode behauptet, dass das Programm mit der Bezeichnung Globale Galaktische Liga der Nationen, das von allen entwickelten Ländern der Erde ins Leben gerufen wurde und in den 80 bis 90er Jahren eine große internationale Raumfahrtinfrastruktur schuf, in unabhängige Zivilisationen, separate Kolonien, zerbrach. Und einige von ihnen begannen, sich der für die Menschheit negativen Gruppe Orion zu widersetzen. Diese unabhängigen Kolonien begannen, sich mit der Allianz der geheimen Weltraumprogramme zusammenzuschließen, die sich aus Überläufern zusammensetzt und sich ebenfalls gegen die Kabal stellt.
Einige haben sich mit der Widerstandsbewegung, mit der Galaktischen Konföderation und mit Untergrundgruppen zusammengeschlossen. Alles in allem verlangt diese Geschichte in der Tat nach Aufmerksamkeit. Wir sind uns bewusst, dass vieles davon für den ungeschulten Leser wie Science Fiction klingt, aber wir haben unabhängige Bestätigungen für diese Dinge. Schließlich sollten auch Skeptiker erkennen, dass man nicht einfach etwas aus dem Nichts erfinden kann. Selbst die talentiertesten Science-Fiction-Autoren und Drehbuchautoren sind von etwas ausgegangen, von etwas Realem, das ihnen über verschiedene Kanäle zugespielt wurde, und haben es im Laufe der Entwicklung ihrer Geschichte nur ein klein wenig ausgeschmückt. Hier sehen Sie eine vollwertige Erzählung mit vielen Details und Einzelheiten über etwas, über das niemand etwas wusste. Und wenn die Erzähler so superbegabte Schriftsteller und Fiktionalisten wären, sie würden das nicht umsonst machen, und sie hätten eine Menge Geld mit dem Schreiben von Büchern und Drehbüchern verdient, die das gleiche Hollywood gerne verfilmen würde. Aber sie erzählen einfach jedem, was ihnen begegnet ist, und so werden sie ständig gekontert. Eine von Corey Hoods neuesten Geschichten über die Global Galactic League of Nations ist ziemlich groß. Hier ist der Anfang. Die Globale Galaktische Liga der Nationen, GGLN, ist ein sehr großes Programm, das aus Teilnehmern der meisten Nationen der Welt besteht. Nach den Apollo-Missionen zum Mond beauftragte die US-Regierung eine Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern, sich an alle Nationen zu wenden und ihnen die geologischen Beweise vom Mond zu zeigen, dass es ein zyklisches Sonnenereignis gab, das unsere Zivilisation zerstören würde. Sie erklärten diesen Nationen, dass das nächste Sonnenereignis überfällig sei und dass, wenn es an diesem Tag eintrete, die menschliche Rasse aussterben könnte. Dann schlugen sie eine Lösung vor. Sie nannten diesen Plan das Artenerhaltungsprogramm und forderten jede Nation auf, 1% ihres Bruttoinlandsprodukts in eine globale galaktische Liga von Nationen einzubringen, die in anderen Sternensystemen Kolonien gründen würden, um die Erhaltung der Menschheit zu gewährleisten. González und ich wurden Raymond, Direktor für wissenschaftliche und technologische Entwicklung, und Anna, Direktorin für koloniale Sicherheit, vorgestellt, die in der globalen Galaktischen Liga der Nationen in einem der entlegensten Kolonieaußenposten am Rande unserer Galaxie arbeiteten. Beide GGLN-Vertreter waren kaukasisch, Ende 50 oder 60 und trugen dunkelblaue Overalls, von denen alle militärischen Abzeichen entfernt worden waren. Anja beschrieb dann kurz die Geschichte der GGLN und die Entbehrungen, die die Mitglieder durchgemacht hatten, als sie im Rahmen des Artenerhaltungsprogramms in verschiedene Sternensysteme geschickt wurden, um Kolonien zu gründen. Sie wurden auf unterentwickelte Planeten geschickt, um mit dem Aufbau unserer Städte und Infrastrukturen zu beginnen, die ziemlich genau dem entsprachen, was wir auf der Erde sehen. Im Laufe der Jahrzehnte wuchsen die Städte und die Bevölkerung stetig an und waren den Städten auf der Erde nachempfunden. Heute berichtete Corey Goode von der positiven Allianz der geheimen Weltraumprogramme, dass es in letzter Zeit heiße Entwicklungen gegeben hat, das heißt eine aktive militärische Konfrontation zwischen dem abtrünnigen positiven Weltraumprogramm Global Galactic League of Nations, GGLN, und dem Rest, der noch für die Orion-Gruppen arbeitet, sowie der dunklen Flotte. Ich freue mich, berichten zu können, dass die GGLN-Kolonien, die von der Galaktischen Föderation der Gesetzlosen dazugebracht wurden, ihren Bewohnern Gehirnchips zu implantieren, befreit worden sind. Das Flaggschiff der Föderation freier Kolonien, die Star of Wonder, hat die Reptilianer, Orion-Gruppen, die Dunkle Flotte und die Galaktische Banditenföderation vernichtet. Das verbündete Zulu-Schiff half dem GGLN-Flaggschiff, feindliche Angriffe in Angriffe gegen sich selbst zu verwandeln. Die Schläge dieser unglaublich zerstörerischen Waffen wurden auf den Verursacher der Angriffe zurückgelenkt und beendeten jede der Schlachten sehr schnell und entscheidend. Sie isolierten den Feind in etwas mehr als einem Dutzend Unterstützungssternsystemen, wo er gefangen war und seine letzten Positionen hielt. Die Orion-Gruppe und ihre Verbündeten sitzen in den verbleibenden Sternensystemen unserer Galaxis fest in der Klemme. Die größte Schlacht steht uns noch bevor, und sie findet in unserem eigenen Hinterhof statt.
Wenn unsere Galaxie den Weg der meisten unserer Schwestergalaxien einschlägt, werden wir ein für allemal von der Orion-Gruppe, der ausgestoßenen Föderation, den Reptilianern und ihrem KI-Gott, für den sie sich eingesetzt haben, befreit sein. Zur Erklärung: Die GGLN ist ein sehr großes geheimes Raumfahrtprogramm, das sich aus Vertretern der meisten Länder des Planeten Erde zusammensetzt. Wie Corey Goode erklärte, beauftragte die US-Regierung nach den Apollo-Missionen zum Mond eine Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern, zu Vertretern jeder Nation zu gehen und ihnen geologische Beweise vom Mond zu zeigen, dass es ein zyklisches Sonnenereignis gab, das unsere Zivilisation zerstören würde. Sie erklärten diesen Vertretern, dass wir das Aussterben der menschlichen Rasse erleben könnten. Dann schlugen sie eine Lösung vor. Sie nannten diesen Plan das Artenerhaltungsprogramm und forderten jede Nation auf, 1% ihres Bruttoinlandsprodukts an die globale Galaktische Liga der Nationen zu zahlen, um eine Kolonie in anderen Sternensystemen zu errichten und so den Erhalt der Menschheit zu sichern. Dieses Programm wurde auch als Anreiz für diese Nationen angeboten, ihr Wissen über das solare Ereignis und unser fortschrittliches Raumfahrtprogramm geheim zu halten. Vor einiger Zeit kam es zu einer Spaltung in der GGLN, und ein großer Teil von ihr beschloss, sich von der Macht der Orion-Gruppen zu befreien. In Fortsetzung des gestrigen Beitrags über die Aufgestiegenen erwähnte der Sprecher der Cobra-Widerstandsbewegung, einige von ihnen, die den Menschen sehr wohl bekannt sind. Buddha war der Erste, der nach dem Fall von Atlantis den Aufstieg erreichte und der Menschheit wirklich die Tür zum Aufstieg öffnete. Mohammed ist einer der Weisen, deren Aufgabe es nun ist, das Ungleichgewicht in der islamischen Religion zu korrigieren. Konfuzius und Lao Tzu sind zu dieser Zeit aufgestiegene Meister, und sie arbeiten mit dem am meisten erwachten Teil der chinesischen Bevölkerung, um den Prozess der planetarischen Befreiung zu unterstützen. Meister El Morya arbeitet, indem er Politiker und Menschen in Machtpositionen auf dem ganzen Planeten anleitet, und er hat eine sehr schwierige Aufgabe, weil die Menschen an der Macht meistens nicht in der Lage sind, mit dieser Macht umzugehen. Ihm zufolge sind Christus und Krishna dasselbe aufgestiegene Wesen. Viviana, Morg Eine, Arthur und Merlin, René Danjou, Juliette Montefeltro, Meister Pinto, George Washington, Sankt Jamar, Maria Magdalena sind alle aufgestiegen. Die meisten von ihnen sind in die planetarische Befreiung involviert. Sie haben verschiedene Rollen, einige von ihnen helfen der Menschheit, einige arbeiten hinter den Kulissen, einige arbeiten innerhalb des Sonnensystems und einige arbeiten in anderen Sternensystemen, aber alle sind auf die eine oder andere Weise in den planetarischen Befreiungsprozess involviert, weil es wirklich eine kosmische Situation ist. Ist es möglich, Kontakt mit den Aufgestiegenen aufzunehmen? Cobra sagt, es sei möglich, aber nicht einfach. Du kannst Sankt Jama kontaktieren und er wird dir antworten, aber die Antwort wird dich vielleicht nicht erreichen. Die Archonten können immer noch einen ätherischen Filter schaffen und ein falsches Hologramm von Sankt Jama erzeugen. Das geschieht immer noch. Es verwirrt eine Menge Menschen. Das meiste Channeling kommt von der Astralebene. Die Astralebene ist die Ebene der vielen Illusionen. Es ist die Ebene der Existenz, auf der wir unausgesprochene Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen und Bestrebungen haben. Die meisten Menschen werden von ihren eigenen Vorstellungen geschannelt. Nur sehr wenige Menschen haben eine wirkliche Verbindung zu positiven Gruppen. Die Informationen, die von diesen Menschen kommen, sind immer frisch und wertvoll. Gestern haben wir über den Plan der schrittweisen Entfaltung geschrieben, und anscheinend wird er bereits realisiert. Kürzlich sagte die US-Marine, dass sie nicht noch mehr UFO-Videos veröffentlichen könne, weil die Videos als geheim eingestuft seien. Travis Taylor, ein ehemaliger wissenschaftlicher Leiter der Unidentified Aerial Phenomena Task Force der US-Regierung, der an der Ausarbeitung eines Berichts über UFOs für den Kongress im Jahr 2021 beteiligt war, widersprach dem jedoch und erklärte, dass nicht alle verfügbaren UFO-Videos geheim seien. In der Tat waren viele der Videos, die die Navy erhalten hat, nicht geheim. Sie wurden lediglich als sensibel behandelt. Es gibt eine Art von Handyvideos, die von Piloten aufgenommen wurden.
keines davon ist geheim. Er besteht darauf, dass diese Videos öffentlich gemacht werden sollten. Einer der Gründe, warum die Marine die Videos zurückhält, wurde vom Kongressabgeordneten Tim Burchett geäußert. Er sagte, er glaube, dass die Regierung der Vereinigten Staaten außerirdische Technologie rekonstruiert habe, sie verstecken sie, und die amerikanischen Steuerzahler sollten sie verklagen. Der für den Nobelpreis nominierte Stanford-Professor Gary Nolan sagte kürzlich, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die für geheime Regierungsprogramme nach UFO-Trümmern gesucht haben, und dass diese Leute bald an die Öffentlichkeit treten werden, um zu enthüllen, was sie wissen. Der ehemalige Sprecher des Verteidigungsministeriums, Christopher Mellon, bestätigte dies und sagte, er kenne die Namen der Personen, die die Existenz der entdeckten außerirdischen Technologie bezeugen werden oder dies in Erwägung ziehen. Es handelt sich dabei um Personen aus dem Verteidigungsministerium, Politiker, Senatoren, Wissenschaftler, Generäle und so weiter, die glaubwürdig sind. Mellon bestätigte, dass es bald einen rechtlichen Mechanismus geben wird, der es Regierungsbeamten, Militärs und anderen, die möglicherweise unter rechtlichen Zwängen leben, ermöglicht, sich zu melden und den Kongress und die Öffentlichkeit über angebliche Absturzsuchen und andere unbekannte Programme zu informieren. Der Kongress hat bereits gehandelt, um einen solchen rechtlichen Mechanismus zu ermöglichen, damit sich Informanten von Regierung und Militär sicher fühlen, wenn sie sich melden. Mellon warnt, dass die Enthüllung von Außerirdischen mit einem Schock und einem Umdenken darüber einhergehen könnte, wie wir über uns als Spezies und unseren Planeten denken. Es gibt Gruppen unter den Behörden, dem Militär und dem TAG, die die Enthüllung vorantreiben, aber es gibt auch solche, die sie hinauszögern. Und es ist erwähnenswert, dass die oben genannten Personen, die über die Offenlegung sprechen, mit der Regierung und offiziellen Stellen verbunden sind, die sehr vorsichtig sind. Wie dem auch sei, der Prozess ist in vollem Gange, und bald werden alle Geheimnisse gelüftet werden.